Ich bin die Claudia, Barfrau im Maiweg, Taunusstraße im schönen Bahnhofsviertel. Ja, und wir müssen heute natürlich über Dino Topmöller sprechen, über die Leute, die da eventuell jetzt noch kommen. Und man muss schon sagen, das ist schon krass. Meine lieben Freunde, lasst ihr mal Likes da. Ich bin ein bisschen nachdenklich heute. Krasse Geschichte. Entscheidende Zeiten für Eintracht Frankfurt. Weichen stellen. Guck mal, ob du mir jetzt hier erstmal einen Drink machst, damit wir ein bisschen durchatmen können. Auf jeden Fall. Dann geht's los. Fußball 2000, die neue Folge. Und liebe Leute, ihr wisst natürlich, es geht um Dino Topmöller. Wir haben natürlich heute eine ganz, ganz pickepackevolle Sendung. Wir werden auf jeden Fall darüber reden, wer könnte sein Nachfolger sein, was war da eigentlich in Bremen los und wie waren grundsätzlich die letzten Wochen. Aber natürlich müssen wir erst noch mal über Dino Topmöller an sich sprechen. Heftig, am Sonntag ist er nicht, seit Sonntag ist er nicht mehr Trainer der Frankfurter Eintracht. Nach 2,5 Jahren. Er ist die erste Trainerentlassung seit 10 Jahren, das muss man mal so ganz klar festhalten. Damals, ihr erinnert euch, die Älteren werden sich erinnern, die zweite Liaison von Armin Fee bei der Frankfurter Eintracht, die hat nicht gut geklappt. Das war uns übrigens damals schon, wir haben es im Eintracht-Podcast damals gesagt, war damals schon einigermaßen klar, dass es nicht gut läuft. Ja, aber jetzt wirklich zum ersten Mal seit 10 Jahren die nächste Eintracht-Trainerentlassung. Und tatsächlich für mich so ein bisschen ein Wendepunkt hin zu einer gewissen Unsicherheit. Und ich muss euch mal fragen, lieber Basti, wie fühlst du dich nach der Trainerentlassung? Weil es klingt jetzt ein bisschen absurd, aber irgendwie schwang doch ein wenig was mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen überrollt davon. Ja. Also ich hätte damit nicht gerechnet, bei aller Kritik, die man hatte in den letzten Monaten. Fand ich es jetzt, als es dann passiert ist, doch krass. Ich bin auch ein bisschen traurig. Ja. So, weil Dino Topmöller ist jetzt kein Trainer, wo du sagst, okay, ich bin so froh, dass der weg ist. Mach die Tür zu, ciao. Sondern du hast ja trotzdem irgendwie eine gewisse Sympathie für ihn gehabt. Das ist ja auch ein guter Typ. Ja. Er hat ja jetzt auch nicht irgendwie durch schlechte menschliche Eigenschaften irgendwie brennende Gräben hinterlassen, wo du das Gefühl hattest, okay, hier musst du einer die Reißleine ziehen, weil dieser Mann schadet dem Verein oder ist von seiner Persönlichkeitsstruktur irgendwie schwierig, dass du das Gefühl hattest, da muss man jetzt eingreifen, sondern es hat halt am Ende nicht mehr gepasst und das gehört halt auch dazu. So eine gewisse Traurigkeit ist da, gleichzeitig auch so ein gewisser Realismus, dass man sagen kann, ja, die Leistungen in den letzten Monaten waren schon ein bisschen merkwürdig und man hatte nicht das Gefühl, dass diese festgefahrene Situation sich irgendwie anders klärt. Aber um die Frage zu beantworten, irgendwie bin ich traurig und ich weiß gar nicht warum. Ich kann dir sagen, warum. Bitte. Ich kann dir sagen, warum und das geht mir nämlich genauso. Ich sehe auch so, dass das die richtige Entscheidung ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen, habe auch so einen gewissen Trennungsschmerz und liegt daran, dass diese Geschichte von Dino Topmöller einfach so schön war. Weißt du, da kommt ein Typ, der selber für die Eintracht gespielt hat, seine erste Trainerstation bei dem Verein übernimmt, wo sein Vater schon sehr erfolgreich war, aber auch unvollendet geblieben ist. Dann kommt er hierher als Trainertalent, ist ein All-Around-Nice-Guy irgendwie und dann letzten Endes nach 2,5 Jahren klappt es nicht. Das ist schade. Ich finde, diese Geschichte ist nicht vollendet worden. Es gab nicht so ein Happy End. Trotzdem finde ich die Entscheidung richtig, weil ich auch das Gefühl hatte, jetzt spätestens seit November, Oktober eigentlich, dass es da einen Impuls braucht einfach. Ja, also ich finde, alles, was ihr sagt, hat halt einen Punkt. Denn es ist natürlich so, also ein bisschen ein Counterpart zu vielen modernen Trainern oder vielen Trainern, die oft gewünscht werden. Er war kein Lautsprecher, er war auch kein Dummschwätzer in einer Zeit voll Dummschwätzer. Ich hätte gerne einen Dummschwätzer hier. Naja, also wenn du dir 2026 die letzten Jahre grundsätzlich anguckst, wo es generell viele Dummschwätzer gibt, die ganze Zeit die Nachrichten füllen, dann muss ich wirklich sagen, war er einer, der absolut integer war, der übrigens auch durch seine Versessenheit, durch seine taktische Versessenheit immer überzeugen wollte, aber gleichzeitig ist es auch so, neben dem, was ihr angesprochen habt, vielleicht ist es ein bisschen eine komplett unerfüllte Hoffnung, muss man sagen, wobei ich sagen muss, allein die Champions-League-Qualifikation über die Liga ist natürlich, da hat er schon mehr erreicht als die allermeisten Trainer bei der Frankfurter Eintracht, also insofern, das ist schon herausragend. Trotzdem, neben dieser Traurigkeit, weil eine gute Persönlichkeit von der Eintracht weggegangen ist, was in meinen Augen faktisch der Fall ist, mischt sich auch eine gewisse Unsicherheit. Denn zum ersten Mal, und wir haben die 10 Jahre angesprochen, zum ersten Mal eigentlich nach der Fehlsituation habe ich das Gefühl, dass wir gerade ein bisschen in unsicheren Fahrwassern sind, weil ich nicht genau weiß, was der nächste Schritt ist. Die letzten Jahre war es oftmals so, dass relativ schnell klar war, in welche Richtung es geht, sei es mit Glasner, sei es oder davor auch mit Hütter, die dann zur Eintracht gestoßen sind, oder auch mit Dino Topmöller. Der Name, bevor Dino Topmöller wirklich zur Eintracht gekommen ist, hat der Name ja auch schon hier rumgegeistert. Da war für mich viel klarer, wie die nächste Situation ist. Und das habe ich gerade halt nicht, lieber Basti. Deswegen ein großer Teil der Sendung, wo wir heute auch darüber sprechen werden. Aber du hast eben angesprochen, rein sportlich müssen wir ja sagen, hat sich das abgezeichnet. Denn
Die Probleme in der Defensive. Wir sind die Schießbude der Liga. Wir bekommen im Durchschnitt gefühlt 3 Gegentore. Ja, das wirklich war auch gegen Mannschaften, die sonst nie treffen. Grüße nach Bremen. Das ermüdet schon. Ich habe schon allmählich genug davon. Ja, die sonst selber eklatante Schwierigkeiten haben. Wir sehen immer wieder schlechter aus, sei es selbst nach Führung oder selbst bei Unentschieden, wo wir uns komplett eigentlich selbst aufgeben defensiv, und das hat er nicht hinbekommen. Das ist natürlich jetzt dazu führend, dass wir die Angst haben und die Gefahr sehen, dass halt sämtliche Ziele, die wir haben, verloren gehen. Ja, ich finde, diese Entlassung ist auch ein gewisser Reality-Check. So dass du das Gefühl hattest, vorher konntest du an gewissen Stellen dir vielleicht noch einreden, das muss besser werden, das kann besser werden. Genau was du gesagt hast, so eine innere Sicherheit zu sagen, ja, es ist jetzt vielleicht ein kleines Tal, man kann ja auch Erklärungen finden, es gab Verletzte, es gab Fehler in der Kaderplanung. Ja. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas in der Zukunft liegt da, wo man wieder irgendwie in so eine Zufriedenheit reinkommt. Man muss das jetzt vielleicht aushalten. Also das war ja an gewissen Stellen so, dass du dachtest, okay, eigentlich ist vielleicht doch alles in Ordnung und es ist normal, dass ein Verein wie die Eintracht auch so solche Schwankungen hat. Und das war jetzt einfach der Aufprall der Realität. Nee, diese Probleme, die man ja gespürt hat, gefühlt hat, die einen auch belastet haben, die sind echt. Und die haben stattgefunden und deswegen musstest du jetzt eine Reaktion zeigen. Gleichzeitig weiß ich auch gar nicht ganz genau, ob es jetzt alle Probleme lösen wird. Da würde ich eher Nein sagen. Aber Stefan hat es schon gesagt, am Ende, und du hast ja auch eben nochmal gesagt, am Ende waren die Leistungen in der Häufigkeit jetzt zu schlecht und haben auch wirklich wenig ausgelöst in einem als Fan, dass du selbst bei Siegen ja manchmal irgendwie mit einem schlechten Gefühl rausgegangen bist und gedacht hast, was ist denn hier los? Ja. Und die Erklärungen, die ich genannt habe vorhin, die halten auch nicht für alle Dinge, die da passiert sind, her. So, sondern natürlich kannst du, wenn du gegen Dortmund und Stuttgart dann irgendwie nicht mithalten kannst, sagen, ja, das liegt an den Verletzten, das liegt auch ein bisschen an finanziellen Aufstellung der Eintracht. Aber du kannst nicht diese Leistung in Bremen, zu Hause gegen Augsburg, zu Hause gegen Mainz, gegen Union Berlin und so weiter. Du kannst ja 5, 6, 7 Leistungen aufzählen, die du auch nicht mit der Kadertiefe erklären kannst, weil was sollen dann die jeweiligen Gegner sagen? Ja. Was soll Heidenheim sagen? Wie soll die Eintracht ein 1-1 in Heidenheim erklären mit der Art und Weise, die dann stattgefunden hat? Und am Ende muss man sagen, glaube ich, dass Krösche gesagt hat, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man braucht einen neuen Impuls, und das habe ich auch gehabt. Ja. So, das ist so traurig, das ist. So notwendig war es wahrscheinlich, weil, das muss man halt auch sagen, man kann ja auch Dinge kritisieren. Er hat es auch kommunikativ nicht geschafft, irgendwie einen Turnaround einzuleiten. So dass du das Gefühl hattest, okay, es wurde jetzt probiert in der Pressekonferenz vom Bremen-Spiel, es wirkte aber auch jetzt nicht komplett authentisch, weil du gesagt hast, von seiner Persönlichkeit ist er vielleicht auch dann gar nicht so. Und dann war schon so ein bisschen ein Zweifel da. Kriegt er diese verfahrene Situation, woran immer sie jetzt auch liegt, ob es jetzt alles seine Schuld ist oder nicht, ist dann am Ende egal, weil die Situation ist, wie sie ist, kriegt er das kommunikativ aufgefangen, innerhalb der Mannschaft und auch mit der Öffentlichkeit? Und da wäre meine Antwort wahrscheinlich auch eher Nein gewesen. Ja. Also jetzt habt ihr gerade, du hast gemeint, dass diese Unsicherheit, ich sehe die gar nicht so richtig, ich fühle eher so eine Art Aufbruchstimmung tatsächlich, und das liegt tatsächlich daran, dass eben genau diese Leistung in den letzten Monaten, muss ich schon sagen, irgendwie defensiv schlecht waren, und das ist für mich irgendwie Trainerarbeit letzten Endes, dass du den Laden dicht bekommst. Und aber auch offensiv es oft auch so war, dass sowohl spielerisch als auch was die Intensität angeht, es mir einfach nicht gereicht hat. Also das Spiel gegen Augsburg, hast du gerade angesprochen, dieses 1:0 durch ein Doan-Tor, da saß ich auf der Tribüne und ich habe mich bei dem Tor nicht mal mehr richtig freuen können, weil ich diese 70 Minuten davor für so eine Zumutung gehalten habe, einfach so. Ne? Ja. Und das ist eine Sache, über die Topmöller letzten Endes wahrscheinlich auch gestolpert ist. Nicht nur die Defensive, die er nicht in den Griff bekommen hat, sondern eben auch, dass mein persönliches Empfinden ist, das ist ein Trainer, der, wenn er die Wahl hat, immer eher die risikoarme Variante wählt und nicht die risikoreiche. Und das ist, so gewinnst du aber keine Spiele. Und wenn du sie gewinnst, dann gewinnst du sie eben nicht auf eine Art und Weise, die eventuell auch ein bisschen Momentum irgendwie für diesen Verein dann irgendwie bedeutet. Das hat mir extrem gefehlt. Eigentlich in fast allen, in den gesamten 2,5 Jahren. Die erste Saison lief ja ähnlich, ne? Und er hat Probleme gehabt hier. Die besten Spieler wurden ihm weggeholt. Er hat jetzt auch in dieser Saison extremes Verletzungspech in der Mannschaft gehabt und so. Trotzdem, der Kern dann irgendwie war für mich auch zu sagen, alles klar, da muss ein neuer Impuls hin und ein neuer Trainer, der die Probleme in den Griff bekommt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig, das einfach so schnell wegzuwischen. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare grundsätzlich, wie ihr euch mit der Situation zu Dino Topmöller fühlt. Da habt ihr ja gestern schon, wir hatten ja einen kleinen Livestream gemacht, der ging ja insgesamt auch schon 30 Minuten, wo wir auch ein bisschen drüber gesprochen haben, unsere eigenen Gefühle irgendwie so beschrieben haben, gleichzeitig irgendwie schon gesagt haben, wo die Richtung hingehen kann. Aber schreibt mal gerne nochmal in die Kommentare, wie ihr euch fühlt. Ich will trotzdem nochmal darauf hin, weil du kannst nicht alles immer sehr auf eine
Figur zentrieren. Denn die Tatsache, dass Dino Topmöller jetzt gefeuert wurde, hängt auch damit zusammen, dass er am kürzesten Hebel saß. Es gehört zur Realität dazu, dass ehrlich gesagt auch Krösche derjenige ist, der ein bisschen versucht, jetzt seinen Arsch damit zu retten. Denn er ist auch derjenige, der zum Teil, ja, ganz klar, natürlich diesen Gamble dauerhaft spielt, Spieler besser zu machen, Spieler zu verkaufen und dementsprechend auch Trainer vor eine schwierige Situation bringt. Übrigens auch die Glasner jetzt gerade wieder gesehen hat bei Crystal Palace, wo du über kurz oder lang die besten Spieler weg verpflichtet bekommst und du dir dann die Frage stellen musst, wie kann ich überhaupt aufstellen? Ich gebe dir recht. Es geht auch um defensive Einstellungen, es geht auch darum, zu angsthäsig aufzustellen. Ich glaube, das ist ein Thema. Aber es geht auch darum, dass er von den Spielern, die er hat, immer wieder neu umdisponieren muss. Und da war er relativ leise, will ich ganz kurz sagen. Ich finde, wir machen uns ein bisschen zu einfach, jetzt alles auf Dino Topmöller zu zentrieren. Eine Teilschuld trägt Krösche an dieser Situation, aber er ist das schwächste Glied in der Kette. Das klingt so, als hätte ich das gerade nicht gesagt. Das habe ich auch gesagt. Nee. Ich habe schon gesagt, er hat jetzt extrem Verletzungspech gehabt und es war so in den letzten Jahren, dass immer die besten Spieler weggeholt wurden. Ne? Teilweise haben wir ja gesehen, irgendwie eine halbe Stunde vor oder 5 Minuten vor Transferschluss. Ne? Also die Umstände, unter denen der gearbeitet hat, waren schon schwierig, gerade für einen jungen Trainer und gerade für einen Trainer, wenn du so jung bist. Dann ist es vielleicht auch einfach so noch nicht so ganz einfach, da irgendwie auch mal irgendwie Nein zu sagen oder irgendwie sich irgendwie gerade zu machen vor deinem Boss so. Ja. Das sind sicherlich Faktoren, die mit reinsprechen, genauso wie irgendwie der unvollständige Kader, wenn man so will, dieses Jahr, ne, mit einem El Iwahi, der nicht funktioniert hat, mit einer Leerstelle auf der 6, die 6, da war, die wir seit einem Dreivierteljahr, seit einem Jahr besprechen, wo nichts passiert. Qualität, Alter, Qualität! Also das sind schon natürlich Themen, aber es gibt eben auch Trainerthemen. Ja. Ne? Das ist die Defensivarbeit zum Beispiel, das ist die Intensität und die Basics, die du auf den Platz bringen musst. So, also ich fühle mich ungerecht behandelt, weil ich habe das beides gesagt, Mann. Ja, siehst du, aber ich lasse das halt nicht so in Nebensätzen gelten, sondern will das lieber noch mal bisher herausarbeiten. Aber ich glaube, das haben wir jetzt gemacht, dass es halt die Teilschuld tatsächlich auch bei Krösche liegt. Aber er ist halt am längeren Hebel und kann im Zweifel oder muss im Zweifel entscheiden, dass auf der Trainerposition was passiert, um vielleicht auch eine andere Art der Emotionalität wieder hinzubekommen. Weil Basti, du hast gesagt, das ist natürlich auch etwas, was dich auch wir haben es ja oft in den Reactions gesehen, einigermaßen mitgenommen hat, dass du so eine gewisse Gefühllosigkeit auch selber gespürt innere Leere. Du hast mit Sicherheit gespült, aber auch gespürt nach Spielen, wo du gemerkt hast, okay, hier fehlt mir so ein bisschen der Frankfurt-Vibe und das ist wahrscheinlich das, was du dir jetzt wieder erhoffst. Ja, ich hoffe sehr tatsächlich, dass man das jetzt mit einrechnet, weil dass man sieht, okay, wie hat Karl Rummenigge so schön gesagt, Fußball ist keine Mathematik. Am Ende, dass der das sagt, das ist mir klar. Es ist am Ende trotzdem auch ein Faktor, weil das ging ja nicht nur mir so, sondern du hast das ja teilweise auch im Stadion gemerkt und in der Kommunikation mit Freunden, du hast das Gefühl, dass du diese allerletzte Funken ist nicht übergesprungen, beziehungsweise dachte ich es kurzfristig nach diesem maximalen Erfolg, den man hatte, dann mit einem auch irgendwie breiter Auftreten in den Topmöller im Sommer. Und ich bin bei dir, das muss man halt auch mitrechnen, dieser Gamble ist diesen Sommer nicht aufgegangen. Nein. Also wenn wir darüber sprechen, dass der Gamble im letzten Winter von Krösche 8000 Mal aufgegangen ist, als er gefühlt mit den 2 schlechtesten Karten sein ganzes Geld in die Mitte geschmissen hat, Mamouche verkauft hat und trotzdem die Champions League erreicht hat und damit quasi aus seiner Position den maximalen Erfolg als Manager irgendwie gezogen hat. Das war ja dann schon was, wo du dachtest, okay, krass, das haben Topmöller und Krösche wirklich mit ganz heißer Nadel gestrickt und das ist am Ende dann gerade so gut gegangen. Das, was jetzt im Sommer war, wo man ja auch hört, dass Topmöller im Sommer schon leise Bedenken angemeldet hatte über die Situation, ist nicht aufgegangen. Also du hast es nicht geschafft, schon wieder dich irgendwie auch durchzuwursteln. Weil Stefan hat das erste Jahr angesprochen, da hat man sich in der Hinrunde auch durchgewurstelt. Ja. Punktemäßig erfolgreich, aber mit Mamouche und Nganka mit Sicherheit auch nicht überragend aufgestellt, nachdem Moani in der letzten Sekunde gegangen ist. Und das hat Topmöller auch mitgetragen. Jetzt hat man im Sommer wieder einen Gamble gemacht, dass man sagt, man geht einigermaßen mit den finanziellen Mitteln, die man zur Verfügung gestellt bekommen hat, konservativ um. Das heißt, du gehst eben nicht all in und holst noch einen Stürmer und noch einen Sechser, sondern denkst, wir machen es jetzt mal. Topmöller hat da scheinbar, so wie man es hört, leichte Fragezeichen angemeldet, die sich jetzt bewahrheiten. Dann kommen, glaube ich, auch noch Dinge dazu, die weder Krösche noch Topmöller beeinflussen können. So, das sind halt einfach auch die Dinge im Fußball. Das ist auch an gewissen Stellen Zufall. So, im Fußball ist leider, so sehr man anfangen will, den zu berechnen, ist auch Glück und Pech. Pfosten, Latte, bla bla, dann fällt hier mal ein Tor und da mal ein Tor, dann verletzt sich der ein oder andere Spieler. Das heißt, es gibt auch viele, viele kleine Faktoren. Ich glaube, so im Peak haben wir es jetzt mit dieser Ebn Taleb-Geschichte gesehen. Ja. Du liegst hier irgendwie weinend in den Armen und sagst, was ist das für eine Story, nur um irgendwie 3 Tage später ihn vom Platz humpeln zu sehen. So, das ist ja das, was im Fußball auch passiert. Aber ich glaube, dass die Analyse, woher die Probleme kommen, jetzt in der Kurzfristigkeit, dadurch, dass jetzt die Entlassungen stattgefunden hat, fast egal sind. Weil wir werden es jetzt sehen. Wir werden sehen, ob ein anderer Trainer, der jetzt kommt, A, eine andere Emotionalität reinbringen kann, B,
vielleicht mit dem Kader, der trotzdem noch gut ist, andere Dinge anstellen kann, kriegt er einen anderen Vibe rein. Weil ich glaube schon, dass bei allen Erklärungen, die ich ja auch selber für Tino Topmöller finde, und ich finde auch richtig, dass man es macht, trotzdem sagen kann, es gab nicht für alles eine Erklärung. Und diese Spiele, für die es keine Erklärung gab, die auch Doppelbelastung und so würde ich da nicht zählen lassen, die haben ja stattgefunden. Ja, also die Frage der Doppelbelastung ist ja sowieso eine. Ich glaube, da muss man dann auch gleichzeitig kritisch sein und auch bezüglich Tino Topmöller ja sagen, dass genau diese Doppelbelastungsspiele, also gerade die Pokalspiele oder sei es in der Champions League, regelmäßig relativ versagt haben. Also es gab nie diese Killer-Emotion, es gab nie diese Situation, dass wir diese letzte Galligkeit, die du für ein paar Pokale halt brauchst, wirklich auf den Platz gebracht hast. Das ist einer der großen Mankos, wo wir regelmäßig relativ früh aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind, wo wir jetzt auch in der Champions League nicht großartig brilliert haben. Ja, natürlich, jetzt gibt's noch 2 Spiele, aber da errechne ich mir persönlich ehrlich gesagt gar nichts aus. Das ist halt auch so eine Situation, die negativ für Tino Topmöller auszulegen ist. Ich will noch ganz kurz eine Sache sagen. Ich glaube, das ist ganz groß, aber das werden wir wahrscheinlich, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich dann in der großen Saisonbewertung am Ende der Saison machen, dass man wollte Gehalt sparen, damit hat man dann dementsprechend auch Leute wie Kevin Trapp halt gehen lassen und das zeigt sich schon, dass da eine gewisse Strukturlosigkeit in der Defensive sich aufgetan hat, die nicht mehr zu kitten war. Und da stellt sich jetzt halt auch die Frage und gleichzeitig, was du sagst, kann der nächste Trainer das lösen? Gleichzeitig aber auch die Situation, die Spieler kommen irgendwann in eine Erklärungsnot, weil jetzt ist der Trainer schon weg, wenn dann immer noch Theat, Collins oder auch Koch da rumfallen und nicht wissen, wie sie verteidigen sollen, dann ist irgendwann die Frage, was macht ihr da? Und dann geht's nicht mehr darum, was macht der Trainer da. Es ist jetzt auch die Situation, spätestens jetzt, wo die Spieler selber sich neu strukturieren müssen, weil wir sagen immer, das sind so tolle Spieler, wir sagen immer, dass die Einzelqualitäten haben, potenziellen Nationalmannschaften unterwegs sind, aber dann müssen die es verdammt jetzt nochmal selber. Ja, und vor allen Dingen muss das jetzt auch passieren, was du gerade gesagt hast. Man kann jetzt nicht so tun, als wenn der Trainerwechsel halt alle Probleme löst. Nein. Weil der Trainer wird auch dahin kommen, der wird eine unklare Torwartsituation vorfinden. Ja. Es ist unklar, klappt das oder nicht. Dann hast du es angesprochen. Er wird einen Weg finden müssen, dass die Verteidiger, jeder für sich einzeln irgendwie mal wieder stabilisieren. Ja. So was so eine gewisse Konstanz betrifft und auch nicht diese eklatanten Fehler. Ja. So, weil überleg dir mal ganz kurz, diese eklatanten Fehler, die da stattgefunden haben, das hat Tino Topmöller ja nicht gemacht. So, wir hatten ja, glaube ich, 12 Gegentore kassiert nach wirklich absurdesten Fehlern. Ja, klar. So, und das ist halt im Endeffekt das, was der Trainer jetzt in den Griff kriegen muss. Also es ist so, ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. So, du hast gewisse Dinge, die Tino Topmöller verloren hat. So, er hat diesen Vibe, diese öffentliche Kommunikation, diese ängstlichen Aufstellungen und so weiter. Der hat damit schon so ein bisschen diese Emotionalität verloren, die Eintracht Frankfurt ja auch ausmacht, dass er auch ein Pfund ist, was Eintracht Frankfurt auf den Platz bringen kann. Ja. Das heißt, wenn du es schaffst, alles zu elektrisieren hier, dann hast du ja quasi auch was du mit in die Waagschale werfen kannst. Und das hat er komplett verloren. Aber trotzdem bin ich bei dir. Diese Dinge werden sich jetzt nicht in Luft auflösen, weil es ist immer noch so, durch Verletzung jetzt auch wieder, dass du nicht genug Stürmer hast. Stürmer, Abschlussstürmer, Killerstürmer, Stürmer. Auch kein du hast keinen Mittelstürmer aktuell. Ja. Es soll einfach nicht sein. Nee, es soll einfach nicht. Ja, so, deswegen, wahrscheinlich holt die Eintracht deswegen keinen Stürmer, weil die wissen, das kann eh nicht. Nee. Umso mehr wir holen, umso mehr verletzen sich. Deswegen machen wir das nicht, das wisst ihr nicht, dann müssen wir das machen. Nein. Und wir reden jetzt hier auch darüber, dass wir aktuell ein zentrales Mittelfeld haben, was nicht präsent. Wo ich sagen würde, wenn ich entscheiden würde, spielt keiner von denen nächstes Jahr mehr hier. Nein. Das heißt, du hast 4 zentrale Mittelfeldspieler, wo ich sage, die genügen eigentlich nicht den Ansprüchen. Und da hast du kein Verletzungspech, sondern da hast du halt einfach fehlgeplant, weil so dieser Ankerspieler fehlt an gewissen Stellen. Und es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen rund um diesen Kader. Sind die Entwicklungen so, wie sie propagiert werden? Santos 60 Millionen, Paola 90 Millionen, bla bla. Passiert das? Weiß ich nicht. Und kann ein neuer Trainer das in der Kurzfristigkeit jetzt irgendwie lösen? Und ehrlich gesagt, zu dieser Traurigkeit schließe ich mich die an, kommt jetzt auch so eine Unsicherheit, weil du triffst jetzt eine kurzfristige Entscheidung, weil wenn die langfristig gewesen wäre, hättest du die im Winter machen müssen. Genau. Dann hättest du nämlich einen Typ gehabt, der die alle in Transferentscheidungen auch noch mittrifft. Du hast jetzt eine Situation. Kann er sogar noch. Ich meine, wir haben sogar die Transferzeit. Ja, aber trotzdem sind ja auch der eine oder andere Spieler schon gekommen, ohne dass der neue Trainer auch irgendwas damit zu tun hat. Auf jeden Fall. So, das heißt, du musst jetzt aufpassen. Ja, klar. Dass du trotzdem probierst, eine strukturelle, langfristige Entscheidung zu treffen, weil ansonsten gerätst du nämlich in diesen Borussia Dortmund-Fehler rein, die über Jahre lang 3 verschiedene Zutaten in ihrem Kader hatten, von 3 verschiedenen Köchen über die Jahre, und wo dann immer ein neuer kam mit einem neuen Ansatz, wo dann irgendwelche Trainer wie Julian Brandt angeguckt haben und gesagt haben, wie soll ich denn mit dir Pressing spielen? Ja. Und der andere wollte ihn aber als Zweibesitzspieler haben und du das Gefühl hattest, okay, das dauert ein bisschen, bis sich das angleicht, Trainerwünsche und aktuell wirklich verfügbarer Kader. Und da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht in so einen Modus kommt. Und ich könnte die Frage gar nicht beantworten, wie ich es machen würde.
was für einen Modus wähle ich jetzt? Ja, Rette ich jetzt die Saison? Ja, rette ich jetzt die Saison, treffe deswegen kurzfristige Entscheidungen oder gehe ich jetzt auch wieder in diese Langfristigkeit, die Eintracht ja trotzdem auch immer wieder ausgezeichnet hat? Das ist die Gretchenfrage, ne? Da kommen wir, wenn wir jetzt gleich über mögliche Nachfolger sprechen, das ist genau das Thema. Wen holst du jetzt? Versuchst du es nochmal mit so einem Trainer aus der zweiten Reihe, den nicht irgendwie alle auf dem Schirm haben, wie Dino Topmann da ja auch einer war zum Beispiel, ne? Oder Adi Hütter damals oder so. Oder guckst du, dass du jetzt erstmal ein bisschen Erfahrung reinbringst, dass du jemanden holst, der die Liga kennt, dass du eben diese Saison noch rettest. Das ist eigentlich für mich absolut von wirklich existenzieller Bedeutung, dass du dieses Jahr in diesen 16 verbleibenden Spielen noch guckst, dass du 5. oder 6. wirst, weil das geht wirklich um viel. Es geht um Europa League im eigenen Stadion, das mögliche Finale, so, ne? Es geht um Europacup-Spielen, ne? Das ist wichtig für die Finanzen des Vereins. Das ist eine gefährliche Situation, Stefan. Das ist eine gefährliche Situation, wenn du jetzt mit Ach auf Krach probierst zu sagen, wir sind eigentlich ein Europapokalverein, wir müssen ihn jetzt irgendwie erreichen, weil da kannst du auch Fehler machen. Aber ganz kurz, ja, das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig in dieser Betrachtung ist, wenn wir darüber reden, ist trotzdem, dass jetzt überhaupt die Chance noch gepackt wird, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde fast sagen, dass wir zu 60% oder zu 65% die Chance gegen Bremen eigentlich schon versiebt haben. Ich weiß, du siehst es anders. Mein Gefühl ist tatsächlich, dass Bremen eine der Sargnägel waren, die eigentlich die Chance auf den Europacup gekostet haben. Warum? Weil wir über die letzten Wochen eigentlich viel zu wenige Punkte geholt haben, auch die Punkte nicht geholt haben, die wir hätten holen müssen. Und das für mich schon der Punkt, wo ich sage, die Chance überhaupt noch direkt in die Europa League einzuziehen, insbesondere du kannst gleich anders reden, insbesondere bei der Konstanz der anderen Mannschaften. Und die ist da. Die ist da und die haben wir nicht, seit Wochen nicht. Und das ist ein Thema. Und jetzt hat natürlich die Eintracht diesen Griff gemacht und hat gesagt, okay, dann probieren wir es mit einem anderen Trainer. Aber die Chance ist trotzdem maximal jetzt vielleicht auf 40%, 35-40% gestiegen mit einem neuen Trainer. Und ich finde trotzdem die Idee von dir zu sagen, vielleicht geht man auf, du hast ja offen gelassen, eher gehen wir eine klassische Lösung oder suchen wir was Innovatives. Das ist die Frage, die sich jetzt halt stellt. Also es ist noch überhaupt nichts verloren. Das war scheiße gegen Bremen und der Start ins Jahr 26 ist schlecht gelaufen mit diesem blöden Unentschieden gegen Dortmund am Anfang, mit diesem scheiß Unentschieden jetzt gegen Bremen. So, Stuttgart kannst du verlieren, so, mein Gott, so, ne? Und die Situation der Liga ist schwierig, gar keine Frage, weil Stuttgart spielt eine super gute Saison, Hoffenheim, aus welchem Grund auch immer, spielt eine gute Saison. Und die ersten 4 Plätze darüber sind so quasi besetzt durch Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Aber es sind noch 16 Spiele. Es sind noch 48 Punkte zu vergeben, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, mit meinem kleinen Mathematikgehirn, so. Da ist noch gar nichts verloren. So, wenn du jetzt als neuer Trainer da reinkommst, dann musst du gucken, dass erstmal die Basics stimmen. Du musst für Klarheit sorgen, Klarheit im Tor, Klarheit, was das System angeht, Klarheit, was die Führungsspieler angeht. Du musst die Abwehr in den Griff bekommen, Abläufe müssen stimmen, die Abstände zwischen den Spielern müssen stimmen, die müssen wissen, was sie zu tun haben auf dem Platz. Das ist kein Hexenwerk, das kannst du schon hinbekommen. Und dann musst du gucken, dass du da einen Spirit wieder reinbekommst in die Truppe, der von Leidenschaft geprägt ist, von Intensität, von Leuten, die auf dem Platz sich nicht zu schade sind, irgendwie füreinander wirklich alles zu geben. Und dann hast du einen super Kader, da spricht nichts dagegen, dass du eine der Mannschaften da oben noch... Ja, aber es spricht nichts dagegen, dass du eine der Mannschaften da oben noch kassierst. Das ist noch gar nichts verloren. Das ist die Hoffnung. Ich glaube, damit muss man ja jetzt auch weiter arbeiten, weil sonst wird es ja keinen Sinn ergeben. Ja? Das ist, wie gesagt, ich sag's nochmal, ich finde, das ist spätestens jetzt auch die Zeit, wo die Einzelspieler keine Ausreden mehr haben, ne? Wo keiner mehr eine Ausrede hat. Ich will in der Defensive nichts mehr hören. Ich will diese dauerhafte Inkonstanz von Spielern, die selber sagen, dass sie Nationalspieler sind, will ich jetzt halt nicht mehr sehen. Dann zeig's mir halt, dass du besser bist. Weil ihr habt alle auch mit zu verantworten, dass ein Trainer jetzt gegangen ist, der natürlich aber genau diese Fehler auch selbst gemacht hat. Und ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir nämlich auch diesen Punkt. Ich glaube, wir müssen auch mal ganz klar sagen, ich glaube, man kann froh sein. Ich finde es trotzdem cool, dass man diesen Weg mal gegangen ist, dass man es mit Dino mal probiert hat. Ich finde es ein absoluter integrer Typ. Vieles wurde eingelöst, nicht alles. Ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre mit Dino Topmöller in anderen Vereinen, mit Sicherheit, er wird wieder einen anderen Verein finden, wo es bestimmt auch spannend weitergeht. Aber trotzdem von uns erstmal vielen Dank für alles, ja, weil geiler Typ, auf jeden Fall spannende Situation, aber klar auch jetzt der notwendige Schritt, um natürlich die sportlichen Ziele zu erreichen. Insbesondere auch, weil du natürlich, vor 2 Wochen, bisschen lustig über Assets haben wir drüber gesprochen, aber es ist natürlich für den Verein, für die Eintracht und gerade für Krösche auch ein finanzielles Gamble. Und natürlich, wie viel Geld das kostet, wenn die Eintracht sich nicht europäisch qualifiziert und wie viele Spieler dann weggehen oder du Spieler vielleicht unter dem angedachten Wert verkaufen musst. Und da, Basti, will ich dich fragen. Das ist genau diese Situation, die wir nicht definitiv beantworten können.
Schreibt immer in die Kommentare, wen ihr potenziell als neuen Trainer seht. Welchen Weg würdest du gehen? Würdest du eher den Weg der Sicherheit gehen? Würdest du den Weg gehen, jetzt nur ganz kurz für die Leute, die vielleicht jetzt, keine Ahnung, erst angekommen sind, irgendwie eine Weltreise gemacht haben und jetzt zurück in Frankfurt sind. Jetzt ganz kurz übernimmt der Herr Schmidt und der liebe Herr Meier, ja, übernehmen jetzt kurzfristig die Frankfurter Eintracht, aber das wird nicht von Dauer sein. Mit Schmidt ist ja unter anderem beziehungsweise U21-Trainer, der gute Alex Meier, der Fußballgott U19-Trainer. Also die machen das jetzt kurzfristig. Basti, welche Lösung kannst du dir vorstellen, die es bei der Eintracht geben könnte? Das ist genau die schwierige Frage, die wir ja die ganze Zeit probieren, die rauszuarbeiten, weil das ist jetzt im Endeffekt auch ich bleib dabei, dass es eine gefährliche Situation ist. Auf jeden Fall. Weil wie wir gerade gesprochen haben, hat auch gezeigt, wie sich das Mindset verändert hat. Ja. Zu denken, es ist nicht mehr so, dass wir unglaublich geil und hyped sind, wenn die Eintracht Europa erreicht, sondern wir sind mittlerweile in der Position, die gefährlich ist, zu sagen, eigentlich müssen wir Europa erreichen. Aber auch sportlich, finanziell müssen wir das. Ja, aber allein dieses Müssen sorgt ja für eine gewisse Beklemmung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Zu denken, wir sind jetzt hier irgendwo oben angekommen, wo wir, die Eintracht muss schon Europa erreichen. So, das ist ehrlich gesagt kein geiler Satz. Nee, ist auch total Das ist gar kein geiler Satz, weil es auch gar kein geiler emotionaler Ansatz ist, irgendwie was zu erreichen. So, dass du eher erleichtert bist, wenn du ein Spiel gewinnst, anstatt dich zu freuen. So, das ist ja einfach ein Shift in dieser ganzen Geschichte. Und aber die Trainerfrage und die Vorgehensweise jetzt, die wird halt darüber entscheiden. Ja. Die wird darüber entscheiden, wie gehst du jetzt vor. Und am besten wäre natürlich eine Hybridlesung, dass du das Gefühl hast, okay, und wir hatten ja bei Teilen der Topmännerzeit immer das Gefühl, okay, hier findet gerade was statt, was auch stattgefunden hat, was man jetzt fressen muss, weil es sich langfristig auszahlt. Stimmt, ja. Das ist quasi eine gewisse Sicherheit im Ballbesitz und die hat ja stattgefunden. Die ist nicht immer spektakulär und man ist teilweise eingeschlafen, aber man wusste, okay, das sorgt einfach trotzdem für so eine gewisse Stabilität und das ist ein Konstrukt, das selbst in schlechten Spielen zumindest im Ballbesitz stabil ist, beziehungsweise es wurde endlich mal angefangen, eine Lösung zu finden. Zu sagen, okay, die Eintracht wird anders wahrgenommen, das heißt, wir müssen den Spielstil umstellen, weil wir wahrscheinlich mehr den Ball haben werden. Deswegen brauchen wir Lösungen. Wir können jetzt nicht immer nur go, Eintracht Frankfurt, Atletico Light, sondern wir müssen das irgendwie wechseln. Und es wäre schon gut, wenn der neue Trainer da auch schon irgendwelche Samen säen würde, von denen wir dann langfristig profitieren und nicht, wie es andere Trainer ja machen, alles in die Gegenwart wirft. Weil du kannst dich dann irgendwie mit Ach und Krach für Europa qualifizieren, kannst aber eventuell an gewissen Stellen vielleicht auch Entwicklungen bremsen, Entwicklungen verhindern und dann stehst du im Sommer wieder da. Das heißt, die Eintracht muss sich die Frage stellen und ich hoffe ehrlich gesagt, weil man kann ja mal sagen, dass mit Dino Topmöller, das auf der Kippe steht, das hören wir jetzt nicht zum ersten Mal. Nein. Sondern es gab die Situation, dass vor dem Augsburg und vor dem Hamburg-Spiel klar war, okay, wenn das jetzt so weitergeht, auch punktemäßig, dann wird's eng, dann steht er auf jeden Fall zur Disposition. Das heißt, die Situation ist ja für die Verantwortlichen, das ist ja nicht nur Krösche, sondern auch Axel Hellmann, die anderen Verantwortlichen, die ist ja nicht neu. Das heißt, die Frage, die wir jetzt hier gerade probieren, mit unserem Halbwissen, was wir auch nur haben, irgendwie aufzuarbeiten, stellen die sich schon mindestens seit 1, 2, 3 Monaten. Weil das sind auch keine Faktoren, die jetzt kurzfristig aufgetreten sind, sondern das hat sich über einen gewissen die Unzufriedenheit Zeitraum schon länger auch, ne? Ja, die begleitet Dino Topmann eigentlich die ganze Zeit. Richtig, das ist selbst in den größten Erfolgsphasen hast du teilweise gedacht, so Digga, dass du manchmal schütteln wolltest und sagst, Bruder, come on, Alter. Erinnere dich, vor dem Spiel gegen Freiburg, da gab's schon ganz kurz die Situation, genau, das ist mein Wasser, das ist dein Wasser, genau, wir müssen das über Arm jetzt machen. Über Kreuz. Ja, genau. Wie bei den Ghostbusters dürfen wir nicht gleichzeitig. Nee. Kein Fall. Da war es auch schon so, wo wir auch schon gesagt haben, ne, wo wir quasi so eine Krisenfolge gemacht haben, nachdem wir gegen St. Pauli nicht gewinnen konnten, so, ne, zu Hause. Da war auch so die Situation. Es gab auch, man muss auch mal sagen, bei aller Verklärung jetzt, so, weil man traurig ist, so diese Do-or-Die-Spiele hat er auch nicht gewonnen. Ja. So, es sind dann diese Spiele. Hab ich doch vorhin gesagt. San Gelois und dann Tottenham und so, das war trotzdem, es gibt Gründe, so. Die Frage, die du jetzt aber trotzdem stellen musst, wie kriege ich das wieder rein? Ja. Und ich hoffe trotzdem, die haben ja jetzt länger Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Deswegen hoffe ich, dass man einen Plan hat und dass man quasi den langfristigen Plan Eintracht Frankfurt auch nicht aufgibt, sondern dass man jetzt einen Trainer findet, der den auch mitgeht. Und da kommt für mich der entscheidende Faktor ins Spiel. Das ist gar nicht so einfach, einen Trainer zu finden, weil du hast es vorhin gesagt, Dino Topmöller hat bis jetzt, auch beim Abschied jetzt, kommunikativ eigentlich alles gefressen. Ja. All das, was ihm angetan wurde, in Anführungszeichen, hat er immer alles gefressen.
Und du musst jetzt erstmal einen Trainer finden. Wir hatten die Situation mit Glasner, der obviously nicht dazu bereit ist, die Dinge zu fressen. Im Gegenteil, sondern der verliert dann das Bewusstsein. Du musst jetzt jemanden finden, der das mitmacht. Ja, genau. Also guck mal, wir haben jetzt natürlich eine große Möglichkeit unterschiedlicher Trainer. Stellt sich aber die Frage, gehst du halt einen progressiven Weg, gehst du vielleicht auch einen Weg, der outside the box ist, oder machst du ein typisches Bundesliga-Ding? Aber da frage ich euch beide nochmal, weil wir diskutieren das jetzt die ganze Zeit. Gehe ich einen outside of the box Weg? So, hör mal zu. Ja. Ist das nicht konträr zu dem, was Stefan sagt? Wir müssen Europa erreichen. Können wir uns das überhaupt erlauben, Marvin? Ist die Eintracht in der Situation? Das ist genau. Und das wäre eine gefährliche Feststellung. Ist die Eintracht überhaupt in der Situation, jetzt das zu machen? Oder wird die Eintracht eigentlich jetzt ein random Bundesligist mit einem random Bundesliga-Trainer, der kurzfristig irgendwie die Dinge regeln muss? Das ist genau das Grundproblem, vor dem die jetzt stehen, tatsächlich, weil das ist, wir haben gestern ja schon über Xabi Alonso kurz geredet. Pass auf, ich will gar nicht auf das Gerücht eingehen. Ich sag nur, selbst der ja ein absolutes Einhorn irgendwie war, der da von Leverkusen ausgebuddelt wird irgendwie und dann halt irgendwie innerhalb von 2 Jahren Meister wird. Das erste halbe Jahr von dem war nicht gut. Der hat da total gebraucht, um anzukommen. Ja. Das heißt, selbst wenn du jetzt quasi so einen Trainer finden würdest, wo du das Gefühl hast, okay, der hat Potenzial, wirklich richtig durch die Decke zu gehen, dann ist es so, dass der eventuell brauchen würde. Ja, das ist so. Wohingegen du halt natürlich dann eine solide Lösung, so Marco Rose kursiert ja zum Beispiel, ne, der kennt die Liga, der hat ja schon 3 Vereine trainiert und so. Der weiß relativ genau, was auf ihn zukommt, ne? Und der hat schon irgendwie, keine Ahnung, seine Stationen durch und kann quasi direkt schon Eintracht-Trainer. Genau, ich glaub, kann direkt anfangen. Und die Entscheidung jetzt zu treffen, da bin ich froh, dass ich das nicht machen muss, weil ich das auch extrem schwierig finde. Ja, also es gibt, glaube ich, genau diese Lösungen, auch die tatsächlich vor ein paar Jahren absolute A-Lösung gewesen wären. Also ein paar Jahre früher hätten wir über Marco Rose gesprochen, hätten gesagt, total spannend, geile Idee, super. Ist auch nicht unspannend. Nein, ist nicht unspannend, aber ist natürlich schon ein Stück weit schon verbrannt, wenn ich die letzten Jahre so angucke. Und es ist, natürlich, da steckt noch ein bisschen eine Hoffnung drin, auf jeden Fall. Und es ist trotzdem jemand, der grundsätzlich sympathisch ist, ne? Ich meine, du hast andere Leute wie beispielsweise Roger Schmidt. Roger Schmidt und Krösche kennen sich, Krösche war Co-Trainer unter Roger Schmidt bei Leverkusen. Also die haben diese Connection. Roger Schmidt ein bisschen älterer Trainer, schon ein paar Jahre älter auch als Marco Rose. Grand Seigneur. Ja, noch nicht so komplett in die altertümliche Richtung, ne? Alte Fahren, das deutsche Trainer wird. Klar, das sind so die wahrscheinlichen Lösungen, an die man schon irgendwie denken kann. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob man Roger Schmidt jetzt irgendwie von der japanischen Verband loseisen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei einer attraktiven Option irgendwie möglich wäre. Das sind so die beiden, bei denen man sagen kann, die kennen sofort die Bundesliga, die können sofort rein und ich glaube, die könnten dir auch einen gewissen Soforteffekt bescheren, Basti. Ja, das ist ja genau das. Du findest jetzt entweder eine Lösung, mit der gar keiner rechnet, so dieser berühmte Mr. X, der dann auch manchmal auftaucht, wo Mr. X. Wo dann praktisch das ist ja bei Spielern auch oft so, dass 1000 Spieler werden gerüchtet und am Ende kommt ein anderer. Das ist genau die Entscheidung jetzt. Und ich will sie auch nicht treffen wollen. So, weil du kannst ja alles Argumente finden. Du kannst sagen, du brauchst jetzt diese Kurzfristigkeit, du brauchst einen Erfahrenen, du hast jetzt dieses halbe Jahr Zeit. Gleichzeitig gibt's auch den von mir bei 93 entwickelten Korkut-Effekt halt. Wenn du jetzt jemanden holst, der dir kurzfristig hilft, dann musst du den aus Dankbarkeit auch im Sommer behalten. Ja, so, und dann das ist Labadia-Rat. Das ist so auch dieses Borussia Dortmund-Ding. Hast du das Gefühl, dass Borussia Dortmund hat in den letzten Jahren immer am 7. Spieltag wieder vor der Identitätsfrage gestanden? Das ist das Labadia-Problem. Der macht ein halbes Jahr gute Arbeit, hält dich irgendwie drin, erreicht deine Ziele und dann hast du ein Jahr, hast du an der Backe und im Herbst denkst du wieder so, okay. Ja, das ist halt die Frage. Genau, und deswegen wäre die Hybridlösung am besten, dass Marco Rose, wenn er noch das Feuer hat, und jetzt für ihn Bundesliga-Trainer sein jetzt nicht einfach nur noch ein Job ist. Den Eindruck kann man schon gewinnen, wenn du RB Leipzig trainierst. Ja, genau. So. Da gehst du nicht hin. Das ist auch eine Charakterfrage. Da gehst du jetzt mal unabhängig davon, jetzt hier irgendwie das bewerten zu wollen. Aber wenn du RB Leipzig gehst, dann ist Trainer sein für dich ein Job. So, und das Ding ist, was es, glaube ich, aber bräuchte in Frankfurt, ist jemanden, der mir zumindest, es muss nicht so sein, aber der es mich glauben lässt, dass der richtig Bock hat. Dass der richtig Bock hat, weil dann kann man wieder diese Emotionalität in irgendeiner Art und Weise anzwitschen. Und das muss halt passieren, egal wer jetzt kommt. Dieser Typ muss Bock darauf haben. Und es darf nicht der Eindruck entstehen, dass er sagt, ja gut, ich bin jetzt hier bei Eintracht. Wir hatten das mit Adi Hütter am Ende auch, wo er sagt, gut, das ändern sich nur die Farben. Da hat man ja gesehen, wie empfindlich so ein Umfeld in Frankfurt auch reagiert. So, das heißt, der Trainer, der jetzt kommt, darf den Fans nicht das Gefühl geben, sagen, ja gut, Gladbach, Dortmund, Leipzig, jetzt bin ich bei Frankfurt, habe hier die meisten geilen Top-Teams, habe ich jetzt schon mal trainiert. Das ist für mich aber auch nur Arbeit. Und bei Marco Rose bin ich auch hin und her gerissen, was das betrifft. Ich glaube, das ist ein geiler Typ. Ich meine, Stefan und ich durften ihn ja auch schon kennenlernen. Er ist auch dabei. Du warst auch dabei. Unfassbar. Und, guter Typ. Und
ich kann halt nicht einschätzen, wie er gerade, also was ist er? Sitzt er zu Hause und denkt, jawohl, Alter, come on, Eintracht? Oder sagt er, ich gucke mir jetzt die verschiedenen Angebote, die ich habe, an und entscheide das professionell? Ich kann es überhaupt nicht greifen. Es macht natürlich dann auch die Bewertung von der Topmännerleistung unglaublich schwer, wenn ich ja noch nicht weiß, wer kommt. So, ich kann dir jetzt mal, wenn du jetzt irgendwo essen bist, kann ich dir nicht dein Essen wegnehmen. Ja. Und du kannst, dann kommt es ja darauf an, was ich dir stattdessen bringe. So, und dann du bewertest das Essen, was du dann gerade hattest, ja nicht anhand von dem Essen, sondern es kommt ja darauf an, wenn ich dann dir viel geilere Sachen bringe. Folgt uns für mehr Restaurantkritik. Ja. Nein, aber im Endeffekt, vielleicht jetzt ein angeschossener Vergleich, aber du weißt schon, was ich meine. Wie soll ich jetzt quasi das bewerten mit Dino Topmöller, wenn ich gar nicht weiß, wer kommt und wie der Typ drauf? Ich will noch mal ein bisschen auf den Punkt eingehen. Du hast jetzt die ganze Red Bull-Sache ganz kurz angesprochen. Das ist natürlich tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, einen Trainer zu finden, der nicht mal irgendwie Red Bull-Farben hatte. Und das gefühlt war jeder schon. Ja, genau. Ja, auch alle Trainer, die hier waren. Genau, ja, gefühlt, ja, genau. Es war, genau. Und außerdem ist das natürlich dann auch etwas, was irgendwie auch ein bisschen mit Kösche zusammenhängt. Selbst Jeißle, den ich mal gelesen habe, ne, der ist jetzt irgendwie im Nahen Osten und verdient 10 Millionen jährlich. Ja, das muss er sagen, da hört auch bei der Eintracht irgendwann das auf, ne? Das kannst du auch nicht leisten. Und ehrlich gesagt stellt sich da auch die Charakterfrage, ne? Also die Charakterfrage, wie in so jungen Jahren als Trainer irgendwo dahin zu gehen und überhaupt viel Geld zu verdienen. Kann man schon mal die Augenbraue heben? Ja, das ist natürlich schon die Situation. Das ist wirklich schwierig. Es ist eine taffe Situation. Du hast potenzielle Outside-the-Box-Leute, wo du sagst, keine Ahnung, ich überlege mal, ob Martin de Michelis ein Trainer für mich ist, ne? Der, keine Ahnung, der als kommt denn der jetzt her? Ja, Martin de Michelis hat in Argentinien gute Arbeit geleistet. Im Endeffekt war er zuletzt in Mexiko. Ist natürlich ein Trainer unter der Pep-Schule gewesen, ja. Ja, gut. Ja, also aber deshalb. Aber war der in Europa? Hat der auch schon mal? Nee, in Europa noch nicht. Okay. Also als Co-Trainer schon und so weiter und so fort, aber halt nicht als Profitrainer. Das ist aber so eine interessante Lösung, wo du sagst, okay, der hat in der Erfolgssituation schon gearbeitet, aber ist das jemand, der dir jetzt sofort helfen kann? Und das ist wirklich die Gretchenfrage. Aber Stefan, du hast hier auch... Das ist wirklich die Gretchenfrage. Und das ist tatsächlich, mein Kopf sagt, solide Lösung, Saison retten, aber mein Herz sagt, hol mir unseren eigenen Xabi Alonso. Weißt du, so einen Typen, den keiner auf der Rechnung hat, der so ein bisschen so einen Weltstar-Gestus mitbringt, der so eine gewisse Autorität ausstrahlt, der alles gewonnen hat in seiner Karriere und jetzt seit ein paar Jahren in der zweiten Reihe arbeitet. Thomas Zampach. Als Trainer. Da auch relativ erfolgreich sich geschlagen hat, gut mit jungen Spielern kann. Und das wäre für mich Raúl, der Senior. Kleiner Outsider-Tipp von mir, der nämlich tatsächlich 6 Jahre lang bei Real Madrid Castilla sehr erfolgreich gearbeitet hat. Ja. Die waren da, ich glaube, 3. Liga ist das in Spanien, 2-mal in den Playoffs, einmal ganz kurz gescheitert irgendwie. Extreme Durchlässigkeit nach oben entwickelt, so Real in die erste, das musst du auch erstmal schaffen. Bei dem Kader, ja. Und das ist halt fucking Raúl, weißt du? Und ich hätte natürlich auch gerne das, was die in Leverkusen hatten, nämlich, dass da so ein ehemaliger Weltstar steht, der sich auch noch als Weltklasse-Trainer irgendwie entpuppt und dann Meister wird nach 2 Jahren. Realistisch ist, weiß ich nicht, aber allein fürs Ding fände ich geil. Aber wahrscheinlich wird's Marco Rose. Ja, ich meine, liebe Leute, schreibt immer in die Kommentare. Also wir haben jetzt schon über Außenseiter-Tipps wie Martin de Michelis oder natürlich Raúl gesprochen. Ihr merkt, also da ist der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Man wird ja auch noch träumen. Hast du eine realistischere Option? Nee. Das ist auch ein bisschen das Problem. Man muss auch sagen, der Trainermarkt ist jetzt nicht so. Es gab Zeiten, da hätte ich dir 3 Stück gesagt. Und er hat gesagt, geil, sind auch realistisch und da hätte ich Bock drauf. So ein bisschen hat man das Gefühl, der ist ausgedünnt. So, du hast nicht mehr so diese typischen Kandidaten, wo du sagst, okay. Ja, und was dazu kommt, selbst Leute, die vor 3, 4, 5 Jahren, wo du dachtest, geil, das wäre eine Option, oder die auch im Dunstkreis waren, die haben sich so ein bisschen entzaubert, ne? Also das will ich jetzt bei Marco Rose gar nicht unbedingt sagen, aber zum Beispiel so ein Gerardo Seoane, da haben wir uns vor 4, 5 Jahren oder was, haben wir uns darüber unterhalten, da hätten wir uns alle die Finger geleckt und jetzt denkst du so, eher nicht. Ja, genau. Ne? Also das ist schon irgendwie quantitativ und qualitativ hat sich ein bisschen was... Das ganz Wichtige ist halt, das hört sich jetzt völlig absurd an, das ist irgendwie, wir haben über 10 Jahre Unterschied gesprochen. Vor 10 Jahren standen wir ganz anders da war die Situation eine ganz andere und dann ist Armin Fee endlich gegangen, das ist nicht böse gemeint, aber die zweite Situation war total peinlich. Ist nicht böse gemeint, aber endlich! Nein, es war von Anfang an eine beschissene Idee, nochmal Armin Fee zu holen. Ja. Es war eine unkreative, schlechte Idee, die dann ihr Ende gefunden hat. Und sie hat zum Glück noch ihr brenzliches Ende gefunden, damit dass Kovac kam, die Eintracht gerettet hat und wir dann diesen Weg nach oben angegangen sind. So, aber jetzt hast du hast immer geschafft, mit einem neuen Trainer einen neuen Flavor reinzubringen, das alles ein bisschen verbessert zu haben, so, ne? Selbst Glasner, so, ne? Und selbst nach Glasner hat das ja irgendwie einen Zauber gehabt. Aber jetzt ist wirklich die Situation,
gehst du eigentlich wieder diesen Standardweg und machst so eine 1B-Lösung, weil man muss ja sagen, die Eintracht ist natürlich auch jetzt eine bekannte und gute Adresse und der Weg nach oben, der ist halt dünn und es gibt nicht mehr die vielen Trainer, ne? Wenn man sagen kann, du hast natürlich zu Recht gesagt, Xabi Alonso ist eine Nummer zu hoch, du hast schon abgefunkt, vollkommen zu Recht, das kann ich nachvollziehen, aber ehrlich gesagt, spätestens darunter ist es das realistische Pendant, wo die Eintracht eigentlich zugreifen müsste. Ja. Und das ist auch ein Reality-Check im zweiten Sinne, dass du gucken kannst, wen kriegst du. Ja. So, bei Xabi Alonso bin ich raus, weil das ist so ein bisschen dieses, wie sehr will ich mich selber enttäuschen, wenn ich davon ausgehe, dass der kommen könnte. Ja, klar. So, weißt du, also, wie unfair will ich auch zu dem eigentlichen Trainer, der dann kommt, sein. Ja. Ich habe aber gedacht, du bist nicht Xabi Alonso. Ich habe aber gedacht, wir kriegen jetzt den Trainer von Real Madrid. Ja, ehrlich, oder so, also, klar. Entschuldigung. Ja. So sollte man eventuell auch nicht durchs Leben gehen. Du kannst ja dann jetzt hier irgendwo ein Lamborghini angucken und denken, nee, kann ich mir gar nicht leisten. Ach nee. Ist auch nicht schlimm. Ja, eben. Du kannst doch jetzt nicht depressiv sein, weil du dir kein Lambo kaufen kannst. Ja. Ist ja in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Freu dich doch trotzdem. Skoda. Ja, weißt du? Ja, gut. Nee, eben nicht. Und das wollte ich gerade sagen. Ins Skoda-Autohaus kann die Eintracht nämlich auch nicht mehr gehen. Das ist genau das, was du sagst. Ganz solides Auto. Nein, du kannst nämlich jetzt eben nicht mehr ins Skoda-Autohaus gehen und sagen, Bo Svensson ist mal ein neuer Trainer. Ich hab Digga, den immer dann aus dem Auto. wenn die Eintracht sagt, wir holen Bo Svensson, dann gehe ich kurz ins Stadion, drehe mich wieder um wie dieses Homergift und dann gehe ich wieder raus. Ja. Und noch eine Sache. Wenn Sandro Wagner hier auftaucht, dann haben wir alle ein Problem. Warum sollte Jetzt bei allem Respekt, Leute, die wirklich denken, dass Sandro Wagner zur Eintracht, das ist ein sinnvoller Move, das habe ich in den Kommentaren auch schon gelesen. Die haben Fußball tatsächlich auch wirklich ein Stück weit verstanden. Also Sandro Wagner ist wirklich die Antithese zum Eintracht-Fußball. Da steckt so wenig dahinter. Auch vom Typ her. Also würde wirklich, niemals. Also wenn irgendjemand auf die Idee kommt, Leute, denkt wirklich nochmal einen Schritt. Ganz ehrlich, ich will euch nicht beunruhigen, Leute. Ja. Aber ich halte das für realistischer als Xabi Alonso. Ja, klar. Das schon, aber das ist ja nicht die Maßgabe. Das ist beides extrem unrealistisch. Einer ist ein Lambo, ich wollte es doch auch nur einmal gesagt haben. einer ist ein Lambo, der andere sind Inline-Skates. Mit beidem wirst du am Ende nicht das Haus Ich verlassen. konnte noch nie Inline-Skates fahren. Ja. Ja, aber lass uns doch vielleicht lieber so kommunizieren. Lass uns lieber, erinnert dich an die Zeit früher, als die Eintracht immer öffentlich mit Horrorkandidaten kokettiert hat, stimmt. dass man dann froh war, oh Gott sei Dank. So schlimm war es nicht. So, dass du dann das Gefühl hast, oh Gott sei Dank. So, nachdem 3 Trainer so extra über die Zeitung ein paar absolute Horrorkandidaten lancieren, damit du dann mit so einer ganz normalen, mediokren Lösung zufrieden bist. Lomka in der Pole Position. So, genau so. Genau. So, das würde ich Eintracht jetzt empfehlen. Ich meine, die Kanäle sind ja offensichtlich auch sehr, sehr durchlässig, was das betrifft, wie die Eintracht Dinge kommuniziert. Drop doch einfach mal Mirko Slomka, Felix Magath und Norbert Meyer. Und dann wird jeder hier eine Autoparade machen, wenn Marco Rose endlich kommt. Ja, vielleicht ist das sogar ein bisschen besser. Das ist auf jeden Fall die richtige Idee. Fußball 2000 bringen, Mirko Slomka. Ja, ich merke schon. Aber wenn wir noch mal ganz kurz, ich weiß, alles lustig, alles funny, trotzdem ist es echt schwierig. Nein, ist es nicht, ich habe Angst, Alter. Genau, aber dann lass uns bitte vielleicht mal versuchen, tiefer reinzugehen, weil ich glaube, man muss sich schon über diese Rose-Lösung einigermaßen tiefer Gedanken machen. Für was steht Marco Rose? Welchen Fußball spielt Marco Rose? Ist das überhaupt passgenau zur Eintracht? Das ist ein bisschen die Frage, ne? Also der hat schon auch einen Fokus auf irgendwie ein intensives, offensives Spiel. So, das ist ja erstmal nicht schlecht. Jetzt hat aber mein geschätzter Kollege Anton, schöne Grüße, mir gestern was zugeschickt. Und zwar über Marco Rose zum Ende seiner Zeit in Leipzig. Hat der ChatGPT gefragt? Nee, aus dem Kicker-Artikel, glaube ich. Ja. Durch die ganze Saison zogen sich Abwehrprobleme, die Rose bei seinem Dienstantritt im vergangenen Sommer als einer der Dortmund, glaube ich, als einer der wichtigsten Aufgaben präsentiert hatte. Stattdessen kassierte Dortmund sogar noch mehr Gegentore. Allein in der Liga waren es 52 in 34 Spielen. Zudem fehlt es dem Team an Konstanz. Desaströse Liga-Auftritte wie gegen Bayer Leverkusen und in den wichtigen Spielen wie bei Sporting Lissabon, gegen Glasgow oder gegen St. Pauli hatten intern Zweifel am Trainer genährt, der allerdings die gesamte Spielzeit mit erheblichen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und da habe ich mir gedacht, shit, da musst du ja tatsächlich einfach nur den Namen ersetzen. Und genau dann klingt das sehr nach Eintracht Frankfurt 2025, 26. Und das ist ein bisschen der Punkt, und das ist genau das, was ich auch immer wieder gelesen habe, dass Defensivprobleme tatsächlich eigenes Dinger waren, die Marco Rose immer wieder mit sich geschleppt hat. Und das ist etwas, kommen wir dann von der Regen in die Traufe? Ist das dann wirklich die Lösung, die man irgendwie anstreben kann? Ja? Oder wäre es dann vielleicht doch eher so ein Roger Schmidt, der, glaube ich, schon defensiv anderes Konstrukt wäre? Ja, es ist, wie gesagt, ihr seht mich ratlos. So, ihr seht mich ratlos, weil... Lohnt sich ja. Das weißt du nicht. Nein, am Ende muss man es auch mal zugeben, wenn man es nicht weiß. Ich kann mich jetzt hier hinstellen und sagen, ich weiß überhaupt nichts. Ich bin völlig überfordert. Ich bin auch überrascht trotzdem noch und habe auch ein bisschen Angst, was jetzt passiert, weil du auch gerade in so
kurzfristigen Zeitfenstern, wo du elementare Entscheidungen triffst, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit halt viel höher. Ja. So, wenn du ganz unter Druck irgendwie alles ist, und dann, ja, okay, machen wir jetzt so. Das ist ja ein anderes, als wenn du dich mal hinsetzt, machst irgendwie in Bali einen Retreat und dann wägst ab und hast Zeit und machst über 4 Wochen irgendwie eine wichtige Entscheidungsfindung. Das ist jetzt hier schnell mal in der U-Bahn. Das ist vollkommen richtig. So, und das Ding ist, woran ich mich am meisten schwer tue, ist über Trainer zu sprechen, weil Marco Rose, klar, habt ihr denn irgendwas Definitives gehört, dass wir überhaupt intensiv mit dem sprechen? Verstehst du, was ich meine? So weiß ich, wie, also wir sehen es ja bei Spielern, wie random dieses Name-Dropping manchmal ist. Genau das Gleiche passiert ja jetzt auch. Bevor ich jetzt anfange, mich intensiv mit Marco Rose zu beschäftigen, würde ich erstmal gerne wissen, wie wahrscheinlich ist es, aber was du hörst, weil was ich höre ist, dass das vielleicht gar nicht so heiß ist, wie man denkt. Und gleichzeitig muss man halt auch gucken, ob die Eintracht wirklich schon irgendwie vorgearbeitet hat und ob es nicht vielleicht schon längst feststeht. Also mein Stand am Wochenende war schon, dass der die wahrscheinlichste Option ist, auf jeden Fall. Ja, was soll das heißen? Ja. Das wahrscheinlich aber wie, inwieweit da irgendwelche Gespräche, wie weit... So. Naja, nein, das sind natürlich irgendwie Leute, die da dran sind. So, ne? Das kann schon sein. Ja, nein, das habe ich so, das ist ja wohl eher abschneiden, was du hier machst. Das ist, wenn ich sage, dass das die wahrscheinlichste Option ist, dann kommt das halt von Leuten, die da in der Nähe sind. So. Das heißt nicht, dass da irgendwie irgendwas unterschrieben ist. Ich habe doch jetzt nicht auf dich bezogen, sondern auf genau die Formulierung. Das ist die wahrscheinlichste Option, zeigt ja schon, selbst wenn das aus sehr internen Kreisen kommt, dass das immer noch eine Wahrscheinlichkeit beinhaltet. Ja, und das ist so, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit zu denken, okay, tue ich jetzt so, als wenn Marco Rose schon safe ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Gleichzeitig muss man sich vielleicht selber auch ein bisschen erden und sagen, ey, wir sind trotzdem natürlich Eintracht Frankfurt, aber wir sind auch nur Eintracht Frankfurt. Das heißt, soll ich mich jetzt wirklich hinstellen und griesgrämig sein, weil die Eintracht einen Trainer holt, der vorher in Leipzig und Dortmund trainiert hat, weiß ich nicht. Sondern ist das nicht dann vielleicht wirklich ein Trainer, der auch eine gewisse Qualität hat, wo man froh sein kann, dass der da ist. Ja. So, also ist vielleicht Marco Rose wirklich eigentlich auch eine geile Lösung. Weil er ist ja trotzdem nicht umsonst dort gelandet. Und der war jetzt auch, der ist ja auch nicht vom Hof gejagt worden, weil er das Gefühl hat, dass das alles irgendwie schiefgelaufen, sondern das ist schon ein Trainer, der auf dem Niveau coachen kann, der als Typ auch cool ist. Und dass, wenn er sich aufs Eintracht Frankfurt einlässt, kann das auch eine geile Lösung sein. So, das heißt, im Endeffekt, die Frage nach dem Fußball, die muss die Eintracht sich stellen, die muss er sich stellen, das muss vorher auch kommuniziert sein, das halte ich für sehr, sehr wichtig. So, ich habe gar keinen Bock mehr. Weil manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, dass auch gerade bei Dino Topmöller und Markus Krösche so Dinge erst später besprochen wurden und sie nicht in der Entstehung verhindert wurden. Weißt du, was ich meine? So, Bruder Dino, wenn du im Sommer schon Bezweifel hast, dann kommunizier die bitte ein bisschen straighter und geh nicht so in die Saison, weil du trägst ja mit die Verantwortung dafür. Und dass der Trainer der jetzt kommt, der muss wissen, wen hat er hier zur Verfügung, was für einen Plan habe ich mit denen, habe ich Bock mit denen und kann dann nicht im Sommer sagen, ja gut, das hat ja alles hier nicht gepasst von Anfang an, bla bla bla, sondern am wichtigsten wird sein, dass die kommunikativ, sowohl Trainer als auch Eintracht Frankfurt als Verein, glaubhaft, euphorisch und überzeugt sind von dieser Lösung, die sie jetzt auswählen. Das ist mir fast egal, wer es ist. Ja, okay, verstehe ich. Ich kann es nachvollziehen und trotzdem hätte ich es halt irgendwie ganz cool gefunden, dass wir noch mal tiefer reingehen. Aber wenn wir jetzt in dieser wünschlichen Situation sind, hätte ich mir tatsächlich sogar Hoeneß gewünscht. Aber das ist leider nicht möglich. Ja, nee, ich glaube ganz ehrlich, dass Hoeneß sogar die nächste Weiterentwicklung zu Dino Topmöller gewesen wäre. So, ich meine, den bekommst du nicht. Ich glaube, der wird auch demnächst zu einem 1A-Verein. Bayern wieder frei. Aber wobei, bei Bayern wird es dauern. Da muss ich auch sagen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, krass. Ich habe gar keinen Hate. Ich muss wirklich sagen, wie krass es ist. Ich bin voller Hate. Ich bin gar nicht, wie Vincent Kompany das macht. Da habe ich massiven Respekt davor, das hätte ich davor so nicht erwartet. Ist okay für dich, aber das muss ich sagen, also zu Bayern will er nicht gehen, aber der kann irgendwie sonst hin. Aber es wäre schon, aber ich will nur sagen, das wäre auch taktisch gesehen. Und selbst von der Autorität her, weil du hast ja immer wieder angesprochen, so diese Autoritätssache, ist so ein Ding. Autorität hat auf jeden Fall jemand wie Roger Schmidt, das bringt er mit, aber so ein gewisses so, ne, muss man auch sagen, ja. Wo hast du das gesagt? Ja. Naja, es ist schon Wild Terror. One man's gotta do it. Ja, es ist schon Wild Terror. Ne? Also da weißt du nie so genau, was dich erwartet. So, da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, aber wenn du jetzt die Mischung hast, was wir wichtig brauchen, du hast ja gesagt, du wolltest jetzt nicht näher rein in die Leistungsfähigkeit der einzelnen Trainer, dann müssen wir das Profil klarziehen, was wir aber von der Eintracht fordern. Und das ist defensiv endlich mal den Laden einigermaßen sauber bekommen, gerade defensiv die einzelnen Strukturen wieder hinbekommen, dass jeder mal wieder an sein Leistungsniveau kommt und endlich eine Lösung finden für dieses Mittelfeld, von dem Basti ja durchaus zu Recht sagt, am Ende, Stand jetzt, bräuchten wir nach dem Sommer gar keinen mehr, der da rumturnt. Das sind so die Situationen und vielleicht wirklich auch eine andere Ausstrahlung. Ne? Klarheit für die Spieler ist total wichtig, die sind völlig überladen worden jetzt mit diesen ganzen Dreierkette, Fünferkette, was auch immer. Richtig, ja. Da brauchst du eine klarere Struktur, eine einfachere Struktur auch einfach und du brauchst einen Trainer, der
emotional in der Lage ist, diese Mannschaft wieder irgendwie an einen Punkt zu bringen, wo das nicht so Schlafwagenfußball ist, sondern wo du, weißt du, wie phasenweise gegen Dortmund, wo eine Mannschaft am Platz steht, wo du das Gefühl hast, Alter, jetzt knallt's. So, und die kommen hierher, die gewinnen hier gar nichts, sondern es geht jetzt richtig rund. Und das ist was mir gefehlt hat. Und so, das sorgt eben für Dynamik, für Momentum in so einem Verein. Das brauchst du. Ja, also wenn du mir noch einmal Emotionalität sagst, hab ich das Gefühl, dass Jürgen Klopp hier gleich um die Ecke kommt, ja. und den Laden übernimmt. Ja, also zu viel wünscht dir was, aber wenn wir bei wünscht dir was sind, dann lass uns genau diese Perspektive noch mal einmal machen. Du hast jetzt hat jeder schon frei, weil die Situation ist ja noch nicht klar. Ja, es gibt noch nicht den Trainer, der fest bei der Eintracht ist. Also insofern sag mir, was du dir wünschen würdest. Willst du einen Namen hören, oder was? Ja, ich will Kann ich komplett unrealistisch. Ja, Xabi Alonso. Wenn wir unrealistisch sein können. Okay, dann mache ich auch mit. Ja. Unai Emery. Ja, oh. Ja gut, aber das musst du ein bisschen begründen. Ich glaube, man braucht sich nur die Saison von Aston Villa aktuell anschauen und auch quasi seinen Trophäenschrank. Ja. Absolut internationaler Kosmopolitentrainer, dem würde ich alles glauben, was er mir sagt. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Bleibe ich bei Jürgen Klopp. Macht's gut, wir sehen uns. So, ihr Lieben, das war eine pickepackevolle Ausgabe. Ihr merkt, wir sind ein bisschen am Raten, haben uns natürlich auch ein bisschen angenähert der Situation, wer potenziell Trainer werden könnte. Ich merke schon, Basti hat ein paar andere Informationen. Mal gucken, was sich da die nächsten Tage, Stunden so ergibt. Aber wenn ihr euch nochmal die wunderbaren Highlights angucken wollt, bei dem Spiel gegen Bremen, was ja irgendwie schon sehr weit weg zu sein scheint, dann klickt euch mal hier rein. Luca ist auch dabei, der neue Volo, der uns die nächsten Wochen ein bisschen begleiten wird bei Fußball 2000. Und dann gucken wir mal, wie die nächsten Ergebnisse sind. Also 3-3 gegen Bremen. Schaut hier rein.